bemerkenswert auf jeden Fall. Und auch bemerkenswert den Fans gegenüber, dass er diese Tour, die wir gemacht haben, auch so hart durchgezogen hat. Also jedes Wochenende zwischen 3 und 4 Stunden pro Gig spielen. Dann nach dem Gig gleich morgens um 1 in irgendeine Karre. Oder jetzt Street Parade. Weiter. Street Parade, genau. Ne, erstmal auf der Street Parade selber, dann nochmal im Kaufleuten, im Club nochmal ein Ding. Also, ja, der hat schon ganz schön Power. Kennen tue ich Paul seit der Schulzeit schon, so Ende 9., 10. Klasse. Das erste Mal getroffen, ich glaube in Paris am Flughafen. Er war bei Beepitch mein Booker. Er war bei Beepitch schon mein Booker, jetzt ist er mein Manager. Und da habe ich mich, glaube ich, mit Paul mal eine Viertelstunde unterhalten. Der ist irgendwo anders hingeflogen und das war meine erste Begegnung mit Paul. We've got mutual friends out there in Toronto and we spent some time and I think just our energy is just... Also ich kenne Paul seit Ende der 90er. Wir haben früher auch Open Airs gemacht, im Umland, Gransee, auch hier mal Potsdamer Platz unter dem U3-Tunnel. Wir hatten ein ganz festes Line-Up, Sascha Funke, Hausmeister, Paul, Sammy D, Tom Clark, Anja Schneider. Zu seinem sein erstes Album? Ja. Zu dem ersten Album. Und wir haben ihn halt damals gebucht, da konnte man das auch noch, das war auch noch finanzierbar, sag ich mal ganz vorsichtig. Seitdem kennen wir uns halt. Da war es eigentlich genau umgekehrt. Ne? Wir haben ihn quasi eingekauft und jetzt 10 Jahre später kauft er mich wieder ein. Also kommt wieder was zurück. Aber so richtig aktiv kennen tun wir uns eigentlich so seit 92, 93. Also nach der Schulzeit zu Steinhauszeiten. Das war unser Jugendclub in Berlin. Und wo dann die Technozeit losging. Die eigentlichen Anfänge waren so in diesen klassischen Lichtenberger und dann noch raus. Der Bezirk Lichtenberg geht ja noch ein bisschen weiter als Bahnhof Lichtenberg, da in Friedrichsfelde. So diese klassischen zweistöckigen Neubauten, unten ist immer ein Blumenladen drin und eine Post. Also so in der Rückschau ist da immer ein Blumenladen drin, eine Post oder ein Drossbar oder sowas. Und oben war halt Jugendclub. Die Abkürzung, wofür die steht, weiß ich gar nicht. Bei BBC ist es Bernhard Bösslein Club, bei TC ist es Tierparkclub, KKH oder Kreiskulturhaus. Kreiskulturhaus. Und da wurde halt getanzt von 18 bis 24 Uhr am Samstag. Und ganz am Anfang musste ich eher gehen, weil ich um 11 zu Hause sein musste, auch am Wochenende. In der Frühphase des Weggehens in Clubs durfte ich noch nicht mitkommen, weil ich gar nicht mal von Amts wegen, sondern aus der Sicht Pauls noch zu jung dafür war. Wenn Paul und Sascha selber gespielt haben, BBC oder Alte Brauerei, haben die dann dort gespielt. Und wir sind danach noch in andere Clubs gegangen. Oder wir hatten ja noch nicht so viele Bookings damals, halt zusammen in Clubs gegangen. Also Tresor und... Dann kam halt E-Werk. Das gab es ja 95 auch schon. Aber das habe ich dann auch erst 95 für mich entdeckt, sozusagen, so richtig. So dass ich da dann immer hin musste. Jeden Freitag, jeden Samstag. Und manchmal auch an einem Mittwoch, wenn irgendein Feiertag war. Zu Beginn, so in den ersten 2 Jahren, hat er das gar nicht so gut gefunden. Irgendwelche unklaren Bedenken haben sich da vielleicht bei ihm geäußert oder so. Er dachte, oh Gott, jetzt macht er denselben Kram wie ich, wo soll das bloß hinführen? Bei mir ist ja der Vorteil, dass ich sozusagen so angefangen habe, meine Musik zu machen. Eben mit diesem ganzen Equipment wie 909 und MPCs und Sampler und Effektgeräte. Das waren quadratmeterweise Kompressoren und IQs. Die alle in den Mixer reinliefen. Und dort habe ich, so wie ich heute live spiele, natürlich ist der Zulieferer kleiner geworden, weil der Computer alles das macht, was die Drum Machines und MPCs und Effekte und alles, das kann heute alles der Computer. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was da
was da an Equipment durch die Landschaft gekarrt wurde. Die ersten 1,5 Jahre musste ich wirklich mein gesamtes Studio mit einem riesigen Roland S57 mit Monitor ausräumen. Sozusagen das Studio auseinanderlegen, um live zu spielen. Und natürlich umso mehr Elemente es bei einem technischen Setup gibt, umso mehr unklare Variablen gibt es. Und umso mehr kann was schief gehen und umso mehr geht auch schief. Die Soundchecks waren immer nah am Desaster. Am Ende hat es dann immer geklappt, aber oh Gott, das waren Zeiten. Ja, aber das musste dann eben live. Dann hat man sich überlegt, wie spielt man diesen Song jetzt? Dann kommt der und dann, da ab 3:30 Minuten macht man hier ein bisschen mehr Delay auf und so. Und dann eben bei 5:40, bumm, falsche Spur gemutet. Dann musste man wieder zurückspulen und das manchmal 20 Mal. Und manchmal hat man sogar diesen Top-Take, den man hatte, nicht mehr gefunden. Das versetzt mich aber heute in die Lage, so live spielen zu können. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich meine Musik angefangen hätte zu machen, nur mit einem Computer und einem Controller, so wie das heute ist, wäre ich dazu nicht in der Lage. Springen Sie auf. Auf geht's. Sie sprechen Deutsch? Ja. Okay. Gebrochen, aber... Flugbegleiterin kümmert sich jetzt um Sie. Ich fahre hier rein, verhole das Flugzeug raus und dann warten wir noch auf den Co-Piloten. Geplant ist der Abflug und Verzug. Letztes Wochenende musste er von, darf ich es nicht verwechseln, von Frankfurt nach Nizza, genau, musste dort einen Gig spielen. So, Frankfurt, Flieger verpasst, Anschlussflieger weg, nächster Anschlussflieger zu spät, hätte also die Show verpasst. War aber auch nicht seine Schuld, klar, höhere Gewalt und damit musst du laut Vertrag ja nicht spielen, so. Aber so denkt halt Paul nicht. Paul sagt, ich muss dahin, das sind meine Fans. Und wenn ich dafür jetzt einen Learjet nehmen muss und die ganze Kohle weg ist, ist mir das auch egal. Und hat es gemacht, hat sich in den Learjet gesetzt, ist dahin geflogen, war 22 Uhr da und hat 22:30 Uhr seine Show gespielt und alle waren happy. Brauchst einen Reiz. white gaffer tape or something like this? Gaffer tape? How do you call it? Gaffer. Gaffer. Guck mich nicht so an, Mann, komm, lass uns gehen. Feuer, das bin ich. Du bist super und Benzin. Wenn wir zusammen brennen, wird der Ofen nie mehr ausgehen. Wir werden sie mehr leben sehen. Tell my friend. Die Karre will jetzt an mir los. Wir steigen jetzt geht's los. Wir werden sie mehr leben sehen. Ich denke über so, was ist mit 40, wie lange kann ich das machen? Ehrlich gesagt nicht so drüber nach. Also es sind noch so viele Sachen zu machen, auch noch in diesem Jahr, dass man auch schon mal die Tour 2011 auch jetzt auch noch gar nicht besprechen muss. Also es kommt alles, das kann man sagen, als Plan, ein Album soll kommen, aber immer so, weil man auch dann so wenig im Jetzt lebt, ne? Und so
da fühlt man sich ja noch immer ungeerdet und ständig irgendwie seine Gedanken in der Zukunft hat. Wir machen einen Remix dafür und dann immer Blumen gießen. Dass ich jetzt immer Blumen gieße. Ja, gibt's ja auch. Und wir schreiben es in den Vertrag. Wir schreiben es in den Vertrag. Gut. War gerettet? Keiner? Blumen gießen, immer Blumen gießen. Und jetzt muss ich immer bei Mutti Blumen gießen. Ja. Take it for the team. Tja. Paul, hier nochmal. Ja? Ja. So sieht es nämlich aus. Blumen gießen. Ich krieg den Remix, dafür muss ich bei Paul bei Mutter immer Blumen gießen. Richtig? Lass uns gehen.